Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Heute machen wir mal kürzer. Ich weiß nicht, ob die Einführung vielleicht den einen oder anderen ein bisschen langweilt, aber wir machen das heute mal ein bisschen abgespeckt. Und zwar geht es heute drum. Ich baue heute mal mehr oder weniger was Cosplay-mäßig ist. Also keine Labwaffe, Leute. Ne? Also so nicht nachbauen. Und zwar habe ich vor kurzem eine Frage gekriegt, ob ich für einen Kindermusical nicht einen Sanduhrhammer bauen kann. Und zwar ist das, naja, wird eigentlich ein Hammer, wo der Kopf eine Sanduhr ist. Sanduhrhammer halt. Ich fand das Thema echt interessant, dass ich gesagt habe, ja, mache ich. Hab zwar keine Ahnung so wirklich von Cosplay, weil ich ja meistens nur Labwaffen baue, aber man soll sich ja für Neues öffnen und das ganze Thema hat mich irgendwie ein bisschen neugierig gemacht. Da ich ja in letzter Zeit auch schon mal ab und zu ein bisschen was Richtung Cosplay baue, beziehungsweise Theaterrequisiten auch schon mal gerne ein bisschen was mache, habe ich mir gedacht, da machen wir jetzt mal ein Video zu. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Ich denke mal, das wären mindestens wieder 2 bis 3 Teile werden, bis ich das Teil fertig habe. Wir fangen heute mal an und werden den Stiel erstmal bauen. Ich hoffe, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Beziehungsweise dann fangen wir mal an. Und zwar, der Plan ist, die 2 Flaschen, beziehungsweise ein Teil davon, das können wir eigentlich schon mal machen. Ich hoffe, dass ich das vernünftig abgeschnitten kriege. Ich glaube, ich nehme wieder mal den dickeren Cutter. Natürlich nicht, aber ist jetzt nicht so schlimm. Sieht jetzt nicht so toll aus, aber so, die Teile braucht man nicht. So, und zwar, das wird, naja, ziemlich schief, aber das wird quasi für die Sanduhr. Ich habe mir überlegt, die Seite, Sache tun wir mal auf Seite. Ich habe mir hier 4 Rundhölzer besorgt. Ich glaube 40 mm. Ist zwar zu lang, aber das ist jetzt erstmal die komplette Länge. Dann für das obere Teil ein Vierkant Holz. Brauche ich natürlich auch nur ein Stück von. Dann habe ich mir noch eine Gewindestange besorgt und ein Rohr. Das zeige ich euch aber dann später, wenn ich dann anfange den Hammer. Und dann fand ich irgendwie das Endstück hier, das ist irgendwie für so einen Schrank unten irgendwie so ein Fuß oder irgend sowas. Fand ich dann ganz nett. Und zwar fangen wir dann an und werden das Ganze quasi hier reinbohren, damit wir unten quasi schon mal einen Fuß haben. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wie lange ich das Ganze mache. Also die 2 Teile kommen jetzt erstmal weg. Die brauchen wir noch nicht. Ich schmeiße mal irgendwo auf die Erde. So. Dann habe ich mir noch Dekosand besorgt. Den brauchen wir dann später auch für die Sanduhr. Da habe ich übrigens noch was total Geiles vor. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich da vorhabe, bleibt dran. Dann habe ich mir noch ja, alles Kleber erstmal besorgt. Ob das reicht, weiß ich noch nicht. Und ja, erstmal ein Akkubohrer. Mal gucken. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Erstmal wahrscheinlich so ein bisschen vorbohren. Dann gehen wir mal hin. Wir machen ja einfach erstmal eine Linie. Dann nehmen wir mal wieder meinen allseits beliebten Schleifstein. So, jetzt habe ich natürlich wieder nichts zu messen da. Machen wir ungefähr die Mitte. Ich hoffe, dass ich halbwegs getroffen habe. Dann gehen wir jetzt erstmal hin und bohren das Ganze ein bisschen vor.
Na super. Der Akku ist alle. Ich bin schon wieder schwer begeistert. Wer hier nicht will. Nehmen wir halt erstmal den Dremel. Zum Vorbohren sollte das auch gehen. Naja, gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall für den Dremel einen Bohrer. Den nehmen wir erstmal zum Vorbohren. So. Probieren wir mal aus. So, dann haben wir schon mal so ein kleines Loch. Gucken wir jetzt mal, ob wir den Bohrer vielleicht hier reinkriegen. Wir werden uns da jetzt so ein bisschen rantasten. Dann werden wir das ganze Teil jetzt erstmal hier ein bisschen kürzen. So. Schmirgelpapier. Nehmen wir einfach mal das hier. So. Dann schauen wir noch mal mit der Mitte. Das ist natürlich nicht so das Optimale. So. So, dann haben wir jetzt 2 Löcher. Ich hoffe nur, dass das Ganze dann auch noch halbwegs gerade ist. Jetzt müssen wir nur noch gucken, das eine Loch, das muss natürlich jetzt noch deutlich größer werden. Da musste ich mir doch tatsächlich schweres Gerät bei mir oben holen. So, haben wir mal die Schlagbohrmaschine genommen. Schon ewig nicht mehr mit gebohrt, aber Gott sei Dank funktioniert das. So, dann habe ich jetzt erstmal ein Loch vorgebohrt. Ich hoffe, dass das so halbwegs gerade ist. Ein bisschen kleiner wie das Gewinde. Und schraube das Ganze jetzt mal rein. Ich hoffe nur, dass ich das Loch tief genug gebohrt habe, dass ich das bis Anschlag reingeschraubt kriege. Ja, sieht gut aus. Ist nicht so hundertprozentig mittig geworden. Vielleicht auch ein bisschen krumm. Naja gut, so hundertprozentig habe ich jetzt nicht. Ist ein klein wenig krumm, aber wirklich nur ein klein wenig. Kann aber auch am Gewinde liegen. So, jetzt haben wir das hier schon mal fest. Das wäre dann schon mal der Griff. Dann fangen wir jetzt an. Hier haben wir ja schon mal ein Loch vorgebohrt. Jetzt mal gucken, ob ich das Richtchen drin habe. Ja, das sind Gewindestifte. Und hier haben wir die Gewinde. Ja, ich glaube, Gewinde-Einschraubmuttern heißen sie richtig. Und zwar, ich weiß natürlich nicht, ob das dann nachher reicht von der Größe, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. So Leute, wir haben
2 Teile haben wir jetzt schon fertig. Zwar können wir die jetzt hier ineinander schrauben. Wie gesagt, das ganze Ding wird jetzt so ein bisschen mehr Cosplay-like. Ich hoffe nur, dass das Ganze nachher auch vernünftig hält. Ich glaube, da muss ich auch noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist nämlich ein bisschen schief geworden. Ah, ne, wenn man es richtig zusammenschraubt, geht's. Sind vielleicht noch ein paar Stellen, da müssen wir noch ein bisschen was machen, aber das ist jetzt nicht so schlimm, das kriegen wir hin. So, dann haben wir das. Schrauben wir auseinander, aber irgendwie wollen die alle nicht so. Ich glaube, wir machen die Sachen hier rein. Das hat anscheinend nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, wir brauchen noch längere Gewindestifte. Aber das lassen wir jetzt mal. Machen wir erstmal rein. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen was längeres. Na, schauen wir mal. Machen wir mal auf beiden Seiten rein. Vielleicht hole ich auch eine Gewindestange und säge da ein Stück ab. Also mal schauen. So, jetzt haben wir das, das. Das tun wir erstmal auf Seite, dass da nichts dran kommt. Dann bin ich jetzt hingegangen, habe am Vierkant so grob ein bisschen was gemessen schon mal. Ich hoffe, das ist nicht zu lang und auch nicht zu kurz. Wie gesagt, das wird jetzt mal wieder was Hochexperimentelles. Dann säge ich jetzt hier erstmal das Stück ab. Ich habe jetzt das ganze Teil ja mal was abgesägt. Das ist nicht so ganz hundertprozentig gerade geworden, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt erstmal die andere Seite. Jetzt so ein kleiner Tipp für die Mitte zu kriegen. Zum Bohren. Man nimmt irgendwas Gerades. Man nimmt einfach die 2 Kanten hier. Und schon habt ihr hier die Mitte. Ganz einfach. Gucken wir mal. Ich spule jetzt erstmal wieder vor. Dafür nehme ich erstmal einen ganz kleinen Bohrer. Das hat sich doch bewährt. Jetzt hat es gut funktioniert. Bolzen. Gewindeeinsatz heißt das hier, aber ich meine richtig heißen das Gewinde-Einschraubmuttern. Na Leute, das Ding ist nicht schief geworden. Da das mit der Schraube gerade nicht so ganz geklappt hat und die ist mir abgeknackst und ich habe keinen Ersatz, kommt der Kopf halt erst im zweiten Teil dran. War eigentlich sowieso der Plan. So, dann gehen wir hin und machen quasi erstmal den Rest davon. Ich habe mir jetzt überlegt, habe mir 2 Stückchen Dreiermatte geschnitten. Und zwar habe ich mir so überlegt, ich mache jetzt quasi ein Teil hier, wie so ein Metallbeschlag. Lasse das auch ein bisschen hier überstehen, damit das quasi ein bisschen so einen Übergang hat. Um den Übergang zu kaschieren quasi. Also wie gesagt, ist jetzt so meine Überlegung. Dann gehe ich jetzt erstmal hin. Mache hier noch eine Linie drumherum. Ich
weiß, wie weit ich kleben muss. Obwohl das prinzipiell eigentlich auch egal ist. Weil das Teil hier kommt komplett Holz. Obwohl ich bin auch am Überlegen. Bei dem Teil kann ich eigentlich hingehen und noch ein Griffteil bauen. Ich glaube, das mache ich auch. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal hier die Schublade. Und mache hier noch so ein Teil. Ich glaube, das machen wir so auch. Ja, da kommt noch ein kleiner Griff dran, dass man den noch ein bisschen weiter unten packen kann. Allerdings brauche ich dann dafür noch irgendwas zum Drum machen. Wisst ihr was? Da benutzen wir jetzt einfach mal den Holzklotz. Haben wir jetzt soweit. Wie gesagt, das kommt dann so zusammen. Noch mal testen, ob das auch funktioniert, was ich mir da so vorstelle. Oh, sieht gut aus. Da muss ich allerdings wirklich gucken. Dann kann ich das ja nicht so weit pinseln. Also im Endeffekt eigentlich nur so bis hier. So. Na, schrauben wir mal wieder raus. So, also können wir hier so ein Stück nicht pinseln. Ah, gut, okay. Das war jetzt das erste Teil für den Stundenstab, beziehungsweise Hammer. Den Stab haben wir gebaut. Wie gesagt, hier kommt jetzt noch Flexipaint drauf, Flexipaint, Holz bis oben hin, Flexipaint. Dann hier Flexipaint bis hierhin. Das wird nochmal Leder, also quasi, ne? Und dann kommt oben dieses Vierkantholz, wo mir halt hier die Gewindemutter kaputt gegangen ist. Da muss ich mir noch eine neue holen. Kommt dann quasi oben drauf und da kommt dann das Stundenglas dran. Das werde ich dann im nächsten Video machen. Ich hoffe, das Ganze hat euch soweit schon mal gefallen. Abos, Kommentare, Likes immer gern gesehen. Na, es sind immer noch viel zu viele, die meine Videos gucken. Wenn ihr da nichts verpassen wollt von den ganzen Teilen, vergesst abonnieren und die Glocke nicht. Na? Es sind noch viel zu viele, die mich noch nicht abonniert haben, die mich gucken. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder ein bisschen was gebracht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.